So, willkommen zurück zu einem neuen Part von The Beginner's Guide. Hier ist euer Koparius, Kapitel 12 Theater, Januar 2010. Alter, das letzte Level war mega This one took a ja. lot longer than all the others for Coda to make. It was 4 months between this and the last one. That's twice as long as it took him to make any other game before this, and it's not like it's particularly complex, so I remember I found that a little strange at the time. Bühne. So, wir kommen zur Bühne. Können wir hier hoch? Nein. Wir gehen auf die Bühne. Wird irgendwas passieren? Oh mein Gott. Ja, natürlich. So, die Vorstellung beginnt. Auf die Plätze, bitte. In dieser Szene spielst du mich. Du bist mit Kollegen zusammen. Am Anfang lehnst du einfach an dieser Wand. Gut, bleib genauso. Die Frau hier drüben in diesem Stuhl ist professionelle Tierfotografin. Dein Traum ist es, Tiere professionell zu fotografieren. Jetzt hast du die Chance, von ihr zu lernen, etwas zu tun, um deinen Wunsch wahr werden zu lassen. Los, sprich sie an. Tut mir leid, ich muss jetzt los, was steht. Hallo. Oh, sie ist glücklich. Hallo? Ist das alles? Das ist kein Gespräch. Du musst ein Gespräch mit ihr führen, ein Mensch sein. Versuch's noch einmal. Ich habe gerade total Angst. Ich mag dich. Hier sind alle meine Träume und Hoffnungen. Nein, das habe ich nicht zu ihr gesagt. Du triffst den Ton des Gesprächs kein bisschen. Ich war zurückhaltend, aber ich wusste, was ich wollte. Ich hatte Selbstvertrauen. Es war nur dieser eine Moment, aber ich hatte Selbstvertrauen. Vielleicht brauchst du ein besseres Gefühl für die Situation. Um uns herum waren viele Leute. Ich gebe dir ein paar Requisiten. Diese Dinger hier stehen für die Menschen, die um uns herum. Die stehen für die Menschen um uns herum. So. Sprich jetzt wieder mit ihr. Die ist immer noch glücklich. Das wird bestimmt hart, aber dort musst du kommen, wo du jetzt bist. Du vergeigst es wieder total. Wenn das so schnell plötzlich wird, läufst du doch davon. Verstehst du nicht, wie wichtig das für mich war? So eine Chance bekomme ich nie wieder. Alles hängt davon ab. Lass mich mal was probieren. Geh ein Stück zurück von der Bühne. Und da ist wieder die Straßenlampe. Na, grüezi, Straßenlampe. Was geht ab? Hier in der Hood. Oh, fuck. Wir wurden eingesperrt. Oh, ein riesiger Gang. Okay, ja, so passt es. The game So ends with this eerie premonition of what's going to happen next in Coda's life. The solution to social anxiety, to fears of having to perform and having to chase success, the answer for Coda is to withdraw, to hide himself away. Which is what leads to scenarios like the stairs that slowed you down several games ago, where it just becomes harder and harder to access Coda's inner landscape because he keeps retreating. He just keeps backing away from possible connections to anyone other than himself. And to be honest, I didn't consider it very healthy when I first played this game. You know, it looked to me like he was trying to justify the idea of just disconnecting yourself from the world. And that wasn't what I wanted for him or for his games. Because I feel like a lot of his games are inviting me to connect with this person, to bring him closer. But what can you do? After this, Coda went off and took another 5 months to make a new game. Sehr interessant, wirklich quasi. Er sperrt sich selbst ein und er findet das sogar gut, weißt du? Möbiusflug. Um dieses Spiel richtig zu spielen, solltest du die Augen schließen. Was? Ich schließe meine Augen, wirklich. Was ist hier los? So kann ich nicht sterben, so will ich nicht sterben. Hilfe, ich bin blind, ich kann nichts sehen. Alle sind blind. SS Whisper. Oh mein Gott. Diese riesige Tür. Oh mein Gott, nein! Und tschüss. Ich kann nichts mehr sehen.
You should probably open your eyes if you haven't already. It's pretty much impossible to solve otherwise. And there is a solution, by the way. Fuck. War eine riesige Tüte über dem Schwarzwald. Fucking forsche erst nicht finden. Gut. Man kann das hier lösen. Ich versuche es doch. Medizin und Erforschung sind nicht gut. Die riesige... Ah, da. Nein, da war die Wahrheit. So, scheiße, ey, komm. Los geht's. Speedrun. Hilfe, ich bin blind. Wenn man blind ist, schafft man dieses Spiel nicht. Schnell auf zur Wahrheit. Bisschen nur anhand, nimm den Waldstrich. Nein, nein, das ist nicht wahr. Okay, keine Kröte mehr, geh bitte auf. Ah! Und wieder tot. Wir müssen die Wahrheit aussprechen, aber was ist die Wahrheit? Diese fucking Tür, ey. Alright, let me explain how you're supposed to do this. Was? On either side of the room are elevators, which go up to an upper level. You have to go up, walk over to the person who's standing there, and then select dialogue option number 2. Ich kann nicht, ja genau so. Das ist wahr. Like I said, I was getting concerned. First off, he's never been this explicit in his work about exactly what he's thinking. So where's that coming from? But then even weirder, his work has potentially stopped being an outlet for him. Not like he's having trouble iterating on ideas, but he literally just can't think of new ideas anymore. And in person, he was being a lot more distant than usual. Like, you know how sometimes a person will just deflect anything that you say in order to keep themselves disconnected all the time? It was that kind of thing. Here was the point in my relationship with Coda where I really started to wonder if he needed my help in some way. His games are going to get more desperate from here on out. After this game, it's almost 6 months before he finishes something new. Dezember 2010. Man muss quasi die Wahrheit sagen, damit diese Tür, diese Vergangenheit oder Zukunft einem nicht zerfetzt oder so. Verzweifeltere Spiele. Das ist eine Person, wie schön. Ich habe schon so lange mit niemandem mehr geredet. Was ist los? Weißt du nicht mehr weiter? Ich habe keine Ideen. Oh nein. Was ist los? Hat sich etwas geändert? Die mich angetrieben hat. Alter, man kann da so viel reininterpretieren. Ey, scheiße, ich fühle mich ja wie fast schon wie im Deutschunterricht, ey. Moment, suchst du nach einer Maschine? Ich glaube, ich weiß, wo sie ist. Nicht weit von hier. Du musst mich hinbringen. Ich muss sie sehen. Ich weiß, warum sie aufgehört hat. Alles so eine begrünende Art und Atmosphäre und gleichzeitig ist dieser Charakter doch verzweifelt. Ich kann nicht If the last game featured Coda talking explicitly about his creative frustrations, this one turns it up to 11.
Now, put yourself in my shoes playing this. Here's a friend whose work is exhibiting signs of struggle, frustration, anxiety, depression, even. And yet, still, he keeps making games. He keeps throwing himself into the grinder even when he clearly doesn't have the energy for it anymore. Why? What is it for? Wenn du mir helfen kannst, das Rätsel zu lösen, finde ich die Maschine abgemacht. Es ist so eine, dieser Sound, so eine Art scheinberuhigende Situation, aber gleichzeitig ist er einfach nur leer und weiß nicht, was er machen soll. Perfekt. Vielleicht Antrieb. Komm, jetzt zeige ich es dir. Vielleicht ist dieser Antrieb da, seine Motivation für alles oder so, sein Motivationsantrieb fehlt. Diese Maschine da. Das scheint auf jeden Fall nicht gut zu sein. From my perspective at the time and just what I knew of him, this was a result of how isolated he was. He was in his own little bubble, just sitting at his computer all day, not really showing these games to anyone, not releasing them onto the internet, and so he didn't have anyone outside of himself to connect with. He had no outlet to ground himself on. Hervorragend. Kannst du mir sagen, wie es geht? Ups, nicht schließen. Das war einfach. You can't talk yourself out of loneliness. It doesn't work that way. You can't be the one writing both the questions and the answers. Then there's no movement. Then there's no circulation. If all of your anxieties are being channeled into your work, then if the work ever fails, you have no backup and you're just going to crash. Ich weiß nicht, warum ich das vorhin nie geschafft habe. Ja, wenn man alleine ist, dann bringt es doch nicht mit einem selbst zu reden. Das hilft ja nicht einem aus der Einsamkeit heraus. Da hat er schon recht. So, da werden wir. Vertrau mir, wirst schon sehen. Du musst sagen, dass deine Arbeit einfach ist und Spaß macht. Du musst sagen, dass es einfach ist und Spaß macht, Spiele zu programmieren, dass du es immer liebst. Wow, der Sound, Mann. Scheiße. Das ist alles schon vorgeschrieben. Das ist herrlich. Das ist gut. Seeing this game at the time that he made it, it looked really unhealthy to me. I was watching him do this to himself, and I hated it. I hated seeing him so trapped. It's like, video games are not worth this amount of suffering. This is someone I really cared about. And I used to get so much joy out of seeing him create. For him to suddenly become angry and frustrated like this, it was the worst thing for me. Alter, das...
don't know. This is what I felt at the time. I don't know how else to explain it. I wanted it to stop more than anything. I had never felt so rotten. I needed more than I had ever needed anything for this to stop. Alter, diese Sounds, Alter, das ist echt eine verstörende Situation, Mann. Ich bin frei, ich bin frei. Und da ist die Lampe wieder und das Gefängnis. Und das spielt Schutz ab. Scheiße. Ja, netter Cut hier, also.